Ich glaube, du kennst das auch noch aus der Kindheit. Du kannst einen Kinderspielplatz haben mit den geilsten Spielgeräten. Aber die Rutsche umgekehrt hochlaufen, das ist die Nummer 1, oder? Bei allen Kindern. So, es geht heute um das Thema Überzeugen. Wie überzeugst du andere Menschen? Und da gibt es ein Standardwerk, nämlich die Psychologie des Überzeugens. Ist so ein dickes Buch, ich glaube mittlerweile in der 8. oder 9. Auflage von Robert Cialdini. Das ist ein Professor aus den USA, der zum Thema Überzeugungspsychologie forscht und lehrt. Also er macht ganz geniale Experimente, es kommen ganz coole Sachen raus. Und ich habe ein Interview von ihm gefunden in der Wirtschaftswoche und dort nennt er die 7 Faktoren des Überzeugens. Und die möchte ich gern mit dir teilen. So, was sind die 7 Faktoren? Also, er wird gefragt von dem Journalisten, in ihren Vorträgen erzählen sie immer von den 6 Überzeugungsprinzipien. Und er antwortet, ja, das ist erstens Reziprozität. Also wenn dir das Wort zu schwierig ist, du kannst auch sagen Dankesschuld. Das ist das Gleiche, ist der deutsche Begriff für Reziprozität. Gib zuerst etwas, dann fühlt sich das Gegenüber verpflichtet, etwas zurückzugeben. Zum Beispiel durch Gratisproben. Ein schönes Beispiel ist in unserem Kulturkreis, du hast eine Doppeltür und du gehst zuerst durch die erste Tür und jemand geht hinter dir und dann hältst du ihm die Tür auf. Und er bedankt sich und er geht durch. 5 Meter weiter ist wieder eine Tür, Doppeltür. Er macht die Tür auf und hält dir die Tür auf. Er würde nie auf die Idee kommen, jetzt einfach schnell durch die Tür durchzuhuschen und dir die Tür nicht aufzuhalten, weil du bist ja in Vorleistung gegangen. Es gibt eine Art Dankesschuld. Das läuft ganz unbewusst ab. Das machen wir nicht bewusst, sondern das ist bei uns in der Erziehung so eingeprägt, dass wenn der eine uns was Gutes getan hat, dass wir ihm dann auch was Gutes zurücktun wollen. Wie gesagt, in unserem Kulturkreis, ich erlebe das beispielsweise in Asien komplett anders. In Asien ist denen das scheißegal. Du hältst ihm die Tür auf und durch die zweite huscht er durch. So. Dankeschuld funktioniert bei uns sehr gut. Es gibt noch eine Geschichte dazu von der Sekte Hare Krishna. Die waren insbesondere in den USA sehr verbreitet und haben dann immer gebettelt. Und zwar an Flughäfen, an Bahnhöfen, an Busbahnhöfen. Und die standen dann immer da, wenn die Reisenden angekommen sind. Nicht, wenn sie weg wollen, da sind alle gehetzt, sondern wenn sie ankommen, dann stehen sie immer da mit einer Blume. Und dann kommst du da aus dem Gebäude raus und dann geben sie dir eine Blume und lächeln dich an. Und dann sagst du, ja, danke, vielen Dank. Und in dem Moment, wo du die Blume nimmst, bitten sie dich um eine Spende. Und die Trefferquote ist extrem hoch, dass die Leute dann Geld geben und dass sie auch viel mehr Geld geben, als du normalerweise bekommen würdest, wenn du einfach nur so bettelst. Also, das erste Prinzip laut Cialdini des Überzeugens ist die Reziprozität, die Dankeschuld. Das zweite ist Konsistenz. Bringe dein Gegenüber erst dazu, bei einer vermeintlichen Kleinigkeit zuzustimmen, dann verspürt es den Drang, bei folgenden Bitten Ja zu sagen. Man könnte zuerst fragen, schätzen Sie sich als hilfsbereit ein? Das werden die meisten bejahen. Dann könnte man die Bitte vorbringen, an einer Umfrage teilzunehmen. So, das funktioniert sehr gut. Gehaltsverhandlung, das ist ein heißer Tipp für Gehaltsverhandlungen oder wenn du irgendwas als Arbeitnehmer von deinem Chef willst. Sagen wir mal, du machst einen Termin bei deinem Chef und sagst dem Chef, so Chef, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung. Ich hätte gern 1.000 Euro im Monat mehr. Und der Chef sagt also, du hast jetzt vor 3 Monaten eine Gehaltserhöhung bekommen und 1.000 Euro ist viel zu viel, das können wir auf keinen Fall machen. Nee, keine Chance, komm in einem halben Jahr wieder. Und dann kommst du mit deiner eigentlichen Bitte. Die eigentliche Bitte ist, du möchtest gerne 4 Wochen am Stück Urlaub haben, weil du unbedingt mal nach Australien möchtest und mit dem Wohnwagen, mit dem Wohnmobil einmal quer durch Australien möchtest. So. Und jetzt sagst du, okay Chef, dann komme ich in einem halben Jahr wieder, schade, ich hatte mir Hoffnung gemacht, meine Arbeit ist doch gut. Der Chef hat auch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil du bist ein guter Mitarbeiter. Und dann sagst du, ja Chef, wenn wir schon mal miteinander sprechen, ich würde gerne im Juli
4 Wochen am Stück Urlaub nehmen, weil ich habe einen großen Traum, ich möchte einmal mit dem Wohnmobil durch Australien am Stück und das macht keinen Sinn für 2 Wochen und deswegen sagen Sie, Chef, ich habe mal in den Urlaubsplan geguckt, da ist auch nichts drin, kann ich 4 Wochen am Stück? So, und die Wahrscheinlichkeit ist extrem groß, dass der Chef hier zustimmt und sagt, ja, das kriegen wir hin. So, das ist das Prinzip Konsistenz, Nummer 2. Dann haben wir das dritte, das ist die soziale Bewährtheit. Betone, wie sehr andere Menschen etwas befürworten oder tun. Das Amazon-Bestsellerzeichen ist ein Beispiel dafür. Nicht nur das Amazon-Bestsellerzeichen, sondern auch die 5-Sterne-Bewertung in einem Podcast, die Bewertung bei einem YouTube-Video, die Bewertung bei Amazon, bei eBay. Das ist das Prinzip der sozialen Bewertung. Oder ich nenne es halt Zeugenumlastung. Du brauchst Zeugen, die bezeugen, dass das, was du sagst, auch wirklich stimmt und Hand und Fuß hat. Das ist unfassbar wichtig. Die richtigen Zeugen, die richtige Anzahl der Zeugen zum richtigen Moment und du machst einen Abschluss. Du überzeugst andere. Es funktioniert extrem gut. So, dann fragt der Journalist wieder, hängt das nicht auch davon ab, wer diese anderen Menschen sind? Cialdini sagt, genau daher lautet das nächste Prinzip, wir sind bei Nummer 4, das nächste Prinzip auch Autorität. Verdeutliche, dass Kenner gleicher Meinung sind. Auf vielen Produkten steht von führenden Experten empfohlen. So, das ist Autorität. Wer empfiehlt etwas? Was hat der zu sagen? Und oftmals musst du die gar nicht persönlich benennen. Du musst es auch gar nicht beweisen. Alleine schon, wenn du reinschreibst, von Experten empfohlen. Vom Dr. Best Team empfohlen. So, dann haben wir Nummer 5. Sympathie. Zeige, dass du dein Gegenüber magst, zum Beispiel durch Komplimente. Also zu Komplimenten mache ich mal ein eigenes Video, weil da gibt es wirklich auch sehr, sehr geile, umfangreiche Studien zu. Ich habe einen mega erfolgreichen Networker kennengelernt und der sagt, ich bin kein guter Verkäufer. Also der Mann macht Millionen. Er sagt, ich bin kein guter Verkäufer. Ist klar. Aber ich habe einfach ein aufrichtiges, ehrliches und tiefes Interesse an meinen Mitmenschen. Nochmal, ich bin kein guter Verkäufer, ich habe einfach ein ehrliches, aufrichtiges, tiefes Interesse an meinem Gegenüber. Also, du kannst noch so viele Verkaufstechniken haben. Wenn der andere dich nicht sympathisch findet, dann wird er nicht bei dir kaufen, weil irgendwas ist dann noch im Weg. So, dann haben wir Nummer 6. Knappheit. Betone, dass das Objekt der Begierde knapp oder zeitlich begrenzt erhältlich ist. Du musst immer verknappen. Im Online-Marketing, auf Webseiten, in E-Mails. Egal was es ist. Schau mal, du gehst auf irgendeine Hotelportal-Buchungsseite und dann siehst du nur noch 2 Zimmer frei. Oder da gibt es so eine Einblendung, ich glaube, Booking.com ist das, da gibt es so eine Einblendung. Das haben sich gerade 30 Leute angeguckt in der letzten Stunde. Und dann denkst du, scheiße, 30 Leute, jetzt musst du dich entscheiden, jetzt musst du. Teleshopping, guck dir Teleshopping an, die arbeiten unfassbar gut mit dem Thema Verknappung. So, und dann sind das die einzigen Überzeugungstechniken, fragt der Journalist. Und jetzt kommt natürlich noch eine 7. Cialdini sagt, ich habe noch ein 7. Prinzip ausgemacht, nämlich Gemeinschaft. Betone eine gemeinsame Gruppenzugehörigkeit. Besonders Nationalität und Ethnie wirken stark. Das merken wir auch an der Überzeugungstaktik von Donald Trump. Ja, das machen alle Politiker, nicht nur Donald Trump. Alle Politiker arbeiten mit diesem Thema Gruppenzugehörigkeit. Und bitte, es gibt einen Merksatz, der heißt, was suchen alle Menschen am allermeisten? Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Denk mal drüber nach, lohnt sich. So, das sind die 7 Punkte von Cialdini. Die Kunst, die Psychologie des Überzeugens. Das Buch ist sensationell. Wir werden hier unter dem Video entsprechend das Buch verlinken. Wenn du mehr dazu wissen willst,
Dann kommen zur Vertriebsoffensive, weil dort haben wir einen Block drin, wo es nur darum geht, wie überzeugst du andere Menschen. Da sind die Sachen auch ein bisschen drin, aber da sind noch ganz andere Sachen drin. Also, wenn du mehr erfahren willst, Vertriebsoffensive, Link ist hier unten, respektive das Buch von Cialdini, wobei ich mache andere Dinge als Cialdini in seinem Buch beschreibt, findest du auch hier unten. Und jetzt wünsche ich dir viel Erfolg beim Überzeugen anderer Menschen oder ich würde es nennen, beim Verkaufen.